Die Europäische Union ist nicht nur der wichtigste Markt für deutsche Unternehmen, sie beschreibt auch den Raum, der den Menschen eine unbeschränkte Mobilität bietet, sei es Arbeitnehmer, Studierende, Touristen oder Rentner. Lange Zeit war es für die allermeisten Menschen in der EU eine Selbstverständlichkeit, dass der europäische Integrationsprozess weitergehen sollte. Die vielfältigen Krisen der vergangenen Jahre, Finanz-, Schuldenkrise, Flüchtlingskrise, Brexit, Klimakrise, haben viele Fragen aufgeworfen. Viele Menschen sind verunsichert, ob die heutigen Spielregeln wirklich noch geeignet sind, die vielen neuen Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Fakt ist, dass viele dieser Herausforderungen mit rein nationalen Politikansätzen nicht lösbar sind und wir europäische Ansätze benötigen. Beispiel Steuerpolitik. Der europäische Binnenmarkt kann nur vernünftig funktionieren, wenn der Wettbewerb nicht durch nationale Alleingänge verzerrt wird. Mit all diesen Themen befassen sich Forscherinnen und Forscher am ZDW. Wir fragen beispielsweise, wie wir die Eurozone krisenfester machen können, um in Zukunft Schuldenkrisen wie die von 2010 verhindern zu können. Klar ist, dass auch die in den letzten Jahren realisierten Reformen noch keine ausreichende Garantie bieten, dass nicht eine unverantwortliche nationale Politik neue Krisen auslösen kann. Intensiv analysieren wir, wie eine intelligente Harmonisierung der Steuerpolitik aussehen könnte. In unserer Forschung setzen wir stark auf quantitative Ansätze. Das ZDW und der Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft ist europaweit führend auf dem Gebiet modellgestützter Analysen von nationalen Unternehmenssteuersystemen. Dadurch können wir simulieren, wie sich bestimmte Reformen auswirken würden. Wir interessieren uns aber auch sehr stark für die politischen Nebenbedingungen und analysieren etwa im Rahmen von europaweiten Parlamentsumfragen, wie sich die Sichtweisen zur Reform der Europäischen Union und Eurozone über die Länder hinweg unterscheiden. Aber nicht nur in seiner Forschung ist das ZDW europäisch, sondern immer stärker auch in der Zusammensetzung seiner Forscherteams. Allein in meinem Forschungsbereich haben wir in letzter Zeit 3 hervorragende neue Kollegen und Kolleginnen aus Italien für das ZDW gewinnen können. Auch daran zeigt sich, wie segensreich das europäische Projekt ist. Wir bekommen die besten Köpfe und erfahren noch dazu bei der Arbeit viel Interessantes vom Leben in anderen europäischen Ländern.